Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf den Mindestlohn. Oder, wie sein reicherer Bruder, der Maximallohn, auch sagen würde, ich bin für eine Erhöhung von mir, den Maximallohn. Denn alle meine Freunde aus den DAX-Vorständen haben mit dem Kopf genickt, als ich das beim letzten Frühshoppen in Katar angesprochen hatte. Denn immer häufiger kommt es zu erschreckenden Bildern, wenn Vorstände zu ihrem eigentlichen Job auch noch aufstocken müssen. Mit so widerlichen Dingen wie Aufsichtsratjobs. Wie sollen diese armen weißen Männer das wuppen? Wann sollen sie mal Zeit haben für die wichtigen Dinge im Geschäftsleben? Also die 4. Yacht oder die 8. Geliebte. Ich bitte Sie. Das kann man vielleicht einem Pöbel von Siemens aufbürden, aber nicht einem der sagenumwobenen 1%. Denn wir sind nun einmal die Besten der Besten der Besten. Quasi die 1% der 1% der 1%. Und das macht uns zu den 3%. Was wiederum mehr ist, als unsere Unternehmen an Steuern zahlen. Weltweit. Aber das muss doch wenigstens einen höheren Maximallohn wert sein, oder? In einem meiner ersten Jobs habe ich um die 4 Euro pro Stunde verdient. Und ehrlich gesagt war meine Arbeit auch nicht viel mehr wert. Trotzdem hat das für mich kaum zum Leben gereicht und das als Student. Noch viel weniger reichte das Menschen, die dafür eine 40-Stunden-Woche hatten und trotzdem kaum damit ihre Miete bezahlen konnten. Gerade ein niedriger Stundenlohn trägt schon immer dazu bei, dass Menschen trotz eines Jobs in die Armut abrutschen. Spätestens, wenn sie von ihrem kargen Lohn auch ihre Kinder ernähren wollen. Denn leider sind Kinder einer der größten Risiken für die Armut. Und das sollte mehr als traurig sein. Um dies aber zu ändern, wurde Anfang 2015 der Mindestlohn in ganz Deutschland eingeführt. Wobei der natürlich nicht für alle galt. Egal ob Kassiererin oder Kellner, wenigstens 8,50 Euro pro Stunde sollen Beschäftigte in Deutschland verdienen. Zum ersten Mal wird ein Mindestlohn per Gesetz festgelegt, der grundsätzlich für alle gelten soll. Bis Anfang 2017 läuft allerdings eine Übergangsphase, etwa für Zeitungsausträger oder Branchen mit laufendem Tarifvertrag. An Landwirte gibt es ein Zugeständnis. Bei Saisonarbeitern wie Erntehelfern können Arbeitgeber die Kosten für Unterkunft und Verpflegung künftig leichter abziehen. Ganz ausgenommen sind bis zu 3-monatige Praktika, Jugendliche und ehemalige Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten eines neuen Jobs. Wäre es nicht gerechter, wenn alle den Mindestlohn bekommen hätten? Denn wenn Hartz IV immer noch mehr Geld bedeutet, als bei Aldi für den Mindestlohn Regale aufzufüllen, wie soll diesen Menschen dann ein Mindestlohn helfen? Oder warum sollen Langzeitarbeitslose ebenfalls vom Mindestlohn ausgenommen werden, gerade in den ersten 6 Monaten, also zufälligerweise genau die Dauer der Probezeit? Okay, das ist einfach zu erklären. Wenn eine Firma einen Langzeitarbeitslosen einstellt, dann übernimmt in der Regel der Staat das Gehalt von diesen für ein Jahr zu 100%. Würde der jetzt Mindestlohn bekommen, dann müsste der Staat das ja selber bezahlen. Wäre dem gegenüber total unfair, denn auch Vaterstaat muss gucken, wie er mit seinen knapp 1.300 Milliarden Euro Einnahmen im Jahr zurechtkommt, wie wir alle auch schon bei 1.300 Milliarden öfters mal einen Tag ohne Kaviar überbrücken mussten. Und natürlich sind diese Ausnahmen Eingeständnisse gegenüber den Arbeitgebern. Denn was wurde da laut rumgeschrien, als die Einführung des Mindestlohnes Konturen annahm? Die Wirtschaft wird komplett zusammenbrechen wegen des Mindestlohnes. Es wird 100 Tage Dunkelheit geben, dieses Mal sogar außerhalb von Hannover. Hund und Katze leben in Eintracht zusammen, nicht nur bei der in Braunschweig. Die Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze, was sie aber nur macht wegen der Klimakatastrophe, die rein zufällig die Wirtschaft verursacht hat. Die 4 apokalyptischen Reiter werden erscheinen, aber weil das Leben kein Ponyhof ist, stehen sie wieder dieses Mal auch im Stau auf der A10. Die Tore der Hölle öffnen sich und Jens Spahn wird Bundesminister. Und trotzdem sitzen wir hier immer noch 5 Jahre später, weil eben genau das alles, bis auf Jens Spahn, nicht eingetreten ist. Das zeigt wieder nur ein weiteres Mal, wie sehr uns die Wirtschaft immer gerne verarscht mit ihrem PR-Super-GAU-Geschwafel. Nichtsdestotrotz hält natürlich ein gutes Unternehmen einen Mindestlohn nicht auf, genau diesen seinen Mitarbeitern dann auch nicht zu bezahlen. Und noch ein Trick. Ein Werbefilm der Zustellerbranche. So müssen Zusteller ab 1. Januar wohl rennen, damit sie auf den Mindestlohn kommen.
In der Realität wird das schwierig. Viele der oft älteren Zusteller werden sich nicht über den Mindestlohn freuen können. Umso wichtiger, dass die Arbeitszeiten von Zustellern ganz konkret erfasst werden. Doch die Politik hat das gerade noch verhindert. Eine Last-Minute-Rechtsverordnung von Finanzminister Schäuble spricht plötzlich davon, dass in bestimmten Branchen nur die Dauer der tatsächlichen täglichen Arbeitszeit aufgezeichnet wird. Das klingt harmlos, hat aber schwerwiegende Folgen. Denn die Kontrolle der Arbeitszeiten wird für den Zoll so praktisch unmöglich. Wirklich, Wolfgang Schäuble? Auf der einen Seite einen Mindestlohn einführen, nur um ihn auf der anderen Seite zu torpedieren, indem man schnell Ausnahmen schafft, damit mit der Arbeitszeit beschissen werden kann? Ich sage als Arbeitgeber einfach, dass die 800 Pakete zu Weihnachten der Paketbote locker in 8 Stunden abarbeiten kann, wohl wissend, dass er das niemals schaffen kann, sondern eher in 10 bis 100 Stunden. Ich ihn aber nur die 8 Stunden dafür bezahle? Ist das wirklich zielführend? Und dem Zoll, der das alles kontrollieren soll, neben seinen 1000 anderen Aufgaben, nehme ich dann auch noch das wichtigste Werkzeug im Kampf gegen den Missbrauch beim Mindestlohn? In dem Video vom Monitor gab es dann auch noch eine, nennen wir sie mal, Idee von der Mauer Media Group, dass man doch einfach die Verträge mit seinen Zeitungszustellern auf deren Kinder oder Enkel umschreiben könnte, weil Jugendlichen muss ja kein Mindestlohn bezahlt werden. Ist das wirklich zielführend? Da hätte man sich den Scheiß mit dem Mindestlohn auch gleich als CDU ersparen können, wenn man den dann löchriger macht als einen niederländischen Käse. Der übrigens von Niederländern gemacht wurde, die gesetzlich festgelegt mindestens 1.600 € im Monat dafür brutto verdienen. Das eigentlich Schlimme ist nur, dass selbst heute, 5 Jahre nach der Einführung des Mindestlohnes, dieser immer noch unterwandert wird. Da bekommen die Mitarbeiter eines Kinos zum Beispiel die Differenz zum Mindestlohn als Kinogutschein ausgehändigt. Bei Menschen, die Hunger haben, die selbigen bekanntlich mit einem schönen französischen Arthouse-Film stillen können. Nur findet der Mindestlohnbetrug eben nicht nur direkt vor unseren Augen statt, sondern auch dort, wo unser Essen angebaut wird. Nämlich auf den Feldern, wo das Gemüse und die Burger auf den Bäumen wachsen. Zumindest stelle ich mir das als Stadtkind so vor. Denn damit der Discounter den Kohlrabi für 29 Cent anbieten kann, kann und darf eine Saisonkraft definitiv nicht den Mindestlohn verdienen. Dieser Erntehelfer arbeitet auf einem Hof, der Aldi beliefert. Bei seiner Lohnabrechnung fällt auf, auch er wird pro Kiste bezahlt. 1.100 € habe er in 2 Monaten verdient. Nach unserer Berechnung liegt sein Stundenlohn bei 3 oder 4 €. Später treffen wir die Bäuerin, drehen mit versteckter Kamera. Nach einiger Diskussion macht sie uns ein bemerkenswertes Geständnis. Bei einigen Leuten merken sie schnell, die schaffen es nicht. Die pflücken nicht genug Kisten. Die schaffen nur 4 € die Stunde, keine 7,40 €. Denen müsste ich eigentlich den Mindestlohn zahlen. Eigentlich? Zahlen Sie nicht den Mindestlohn? Das kann ich nicht. Ich weiß, dass das illegal ist, aber ich kann denen den Mindestlohn nicht zahlen. Schön, dass wenigstens die Arme der Frau zum Lohndumping stehen, wenn schon nicht ihr Gesicht. Und das hier ist die Regel und nicht die Ausnahme. Nur hilft ein Mindestlohn auch in Höhe von 9,35 € eben nicht. Denn trotzdem arbeiten rund 20% aller Menschen hier bei uns im sogenannten Niedriglohnsektor. Also genau der Sektor, der unsere Wirtschaft seit über 10 Jahren hat brummen lassen. Mit der Schattenseite, dass immer noch 1,1 Millionen Menschen trotz eines Jobs und trotz Mindestlohnes aufstocken müssen. Also fassen wir einmal zusammen. Der Mindestlohn hat die deutsche Wirtschaft nicht zerstört. Ganz im Gegenteil. Genauso wenig wie ein Mindestlohn schon die Mutter des Turbokapitalismus, die USA, auch nicht zerstört hat. Wo sogar immer mehr Firmen entschieden haben, eben nicht mehr nur 10 $ Stundenlohn zu bezahlen, sondern 15 $. Weil viele Firmen erkannt haben, dass, wenn sie ihren Mitarbeitern ordentliches Gehalt zahlen, diese Mitarbeiter erstens bei den Firmen bleiben, egal ob als Burgervender bei McDonald's oder als Trainer bei New York Giants. Und zweitens, Mitarbeiter, die nicht noch Nebenjobs haben müssen, sondern nur einen richtig gut bezahlten Job, arbeiten überraschenderweise viel besser und sind seltener krank. Nur beim Mindestlohn hier bei uns stellt sich immer auch die Frage, was wir alle selber bereit sind, dafür zu tun. Nämlich, ob wir bereit sind, auch mehr für unsere Schrippen oder den Friseur zu bezahlen. Außerdem schützen auch 9,35 € nicht, um unter die Armutsschwelle zu fallen. Das würden eher 15 € die Stunde gewährleisten, mindestens.
Denn dann müssten Menschen trotz Arbeit nicht mehr aufstocken mit Hartz IV, sondern hätten vielleicht auch mal die Chance, etwas fürs Alter zurückzulegen. Oder viele Paare ohne Kinder könnten sich auf einmal diese leisten, ohne Angst zu haben, durch ihre Kinder auf einmal in die Armut abzurutschen. Aber bei einem Mindestlohn von nur 9,35 € wissen wir alle am Ende, dass man damit nur selten überleben kann, denn bei einigen Leuten merken sie schnell, die schaffen es nicht. Immerhin funktioniert der Trick mit den kaschierten Arbeitszeiten seit dem Urteil des EuGH über die Zeiterfassung nicht mehr so einfach. Und trotzdem schrien die Arbeitgeber damals sofort, dass die Wirtschaft komplett zusammenbrechen wird, wegen dem Zwang, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter nun erfassen zu müssen. Es deswegen 100 Tage Dunkelheit geben wird, auch wieder außerhalb von Hannover Hund und Katze in Eintracht zusammenleben werden, nicht nur bei der in Frankfurt. Die Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze, weil sie jetzt ihre Überstunden endlich abbummeln dürfen am Strand. Die 4 apokalyptischen Reiter werden erscheinen, weil sie endlich den Staub auf der A10 hinter sich gelassen haben. Die Tore der Hölle öffnen sich noch weiter, denn Jens Spahn ist immer noch Bundesminister. Und das alles nur, weil sie ihren Mitarbeitern auf einmal deren Arbeitszeit auch wirklich bezahlen mussten. Irgendwie gemein, oder? Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lakely News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.